Idealerweise steht deine Vorsorge auf 3 Beinen. Das schweizerische Vorsorgesystem besteht bekanntlich aus der staatlichen, der beruflichen und der privaten Vorsorge. Im heutigen Coffee Break beleuchten wir das Zusammenspiel von diesen 3 Säulen. Mein Name ist Felix Niederer und ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Im Jahr 1972 hat die Schweizer Bevölkerung das 3-Säulen-Modell mit einer grossen Mehrheit an der Urne angenommen. Das Ziel dieses Modells ist die Existenzsicherung im Alter. Es sichert auch Hinterbliebene nach einem Todesfall ab und unterstützt die Invalidität. Die staatliche, berufliche und private Vorsorge ergänzen sich. Schauen wir das mal genau an. Die erste Säule ist die staatliche Alters- und Hinterlassenenversicherung, kurz AHV. Die AHV gibt es schon seit 1948 und sie wird je Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert. Wirtschaftlich gesehen sind beides Lohnnebenkosten. Dazu kommt noch ein Zustopf vom Bund, zum Beispiel über Tabak- und Alkoholsteuer. Den entsprechenden Lohnabzug siehst du auf jeder Lohnabrechnung. Das Gesetz verlangt auch von Selbstständigen und Leuten ohne Erwerbseinkommen, zum Beispiel Studis und vermögende Privatiers, dass sie jährlich Beiträge zahlen. Das Ziel der ersten Säule ist, den Grundbedarf im Alter oder bei Invalidität zu decken. Es ist die reine Existenzsicherung. Beiträge werden nach dem Umlageverfahren verteilt. Sprich, die heutigen Erwerbstätigen zahlen für die Rentnerinnen und Rentner. Wer gut verdient, zahlt wesentlich mehr in die AV als ein Geringverdiener, wird aber nie mehr als die Maximalrente von rund 2'500 Franken pro Monat bekommen. Die AV ist ein Generationenvertrag. Weil das System auf Solidarität basiert, steht es vor grossen Herausforderungen. Der demografische Wandel, also die Langlebigkeit und die tiefe Geburtenrate, führen dazu, dass immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentner aufkommen. Politische Mehrheiten für Reformen sind schwierig zu finden. Das wachsende Problem wird ständig an die nächste Generation weitergereicht. Die zweite Säule ist die Pensionskasse, also die berufliche Vorsorge. Sie hat das Ziel, zusammen mit der AHV etwa 60% vom letzten Jahreslohn vor der Pensionierung zu sichern. Die zweite Säule ist seit der Einführung des 3-Säulen-Systems für alle Angestellten obligatorisch, die in der AHV versichert sind und mehr als rund 23'000 Franken pro Jahr verdienen. Wer selbstständig ist, kann sich freiwillig an einer Pensionskasse anschliessen oder alternativ grössere Beträge in die Säule 3a einzahlen. Auch in der zweiten Säule zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein. Der Kapitalertrag, der dieses Altersguthaben erzielt, wird häufig als der dritte Beitragszahler beschrieben. Das angesparte Kapital gehört dir und muss bei einem Stellenwechsel in die PK vom neuen Arbeitgeber übertragen werden. Bei der Pensionierung kannst du dich entscheiden, ob du dein Altersguthaben als monatliche Rente oder als einmaligen Kapitalbezug beziehen möchtest. Auch eine Kombination von beidem ist möglich. Pensionskassen müssen, falls gewünscht, mindestens einen Teil als Kapital auszahlen. Um verschiedene Szenarien durchzuspielen, haben wir einen Rechner bei uns auf der Webseite. Den Link findest du in den Shownotes. Die ersten beiden Säulen sind mehr oder weniger vorgegeben. Die dritte Säule kannst du selber gestalten. Sie ist im Gegensatz zu den ersten beiden Säulen freiwillig. Die Säule 3a ist besonders interessant, weil sie steuerliche Vorteile bietet. Beiträge, die du in die Säule 3a einzahlst, kannst du vom steuerbaren Einkommen abziehen. Der Maximalbetrag liegt bei rund 7'500 Franken für Angestellte mit Pensionskasse. Das Gleiche gilt für Stellensuchende, die beim RAF sind. Wenn du selbstständig bist und keine PK hast, kannst du bis zu einem Fünftel von deinem Jahreseinkommen in die Säule 3a einzahlen, aber nicht mehr als 36'000 Franken ungerade. Das Geld in der dritten Säule bleibt bis mindestens 5 Jahre vor der ordentlichen Pensionierung gebunden. Es gibt aber Fälle, wo man es vorbeziehen kann. Ein typisches Beispiel ist der Kauf vom Eigenheim. Und auch wenn du dich selbstständig machst oder auswanderst, kannst du das Vorsorgekapital beziehen. Das Geld in der Säule 3a wird erst beim Bezug besteuert. Dann kommt ein reduzierter Steuertarif zur Anwendung. Zumindest nach aktueller Rechtslage. Abgesehen von deiner Säule 3a kannst du natürlich auch dein freie Vermögen investieren. Man redet dann von ungebundenen oder freien Vorsorge. Ob über Säule 3a oder im freien Vermögen, wichtig ist, dass du dich nicht nur auf die AV und Pensionskasse verlässt. Wenn man es richtig macht, bildet die 3 Säulen eine solide Grundlage für einen sorglosen Ruhestand. Bei True Wealth bietet mir die Möglichkeit, sowohl freies Vermögen als auch die Säule 3a kostengünstig, transparent und diversifiziert anzulegen. Und wir verteilen das 3a-Guthaben automatisch auf 5 Konten. Das ermöglicht im Alter einen gestaffelten Bezug mit steuerlichen Vorteilen.
Wie siehst du die Zukunft des Drei-Säulen-Systems in der Schweiz? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreibe mir ein Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.